Stell dir vor, du wirst beobachtet. Nicht von Menschen, sondern von uralten Göttern, deren Blick alles durchdringt. Ich habe mich gefragt, was, wenn das Auge der Anunnaki mehr ist als nur ein Symbol? Was, wenn es der Schlüssel zu ihrer Macht ist, der Beweis, dass sie ihre Schöpfung niemals aus den Augen lassen? Auf uralten Tontafeln und Rollsiegeln entdecke ich geflügelte Wesen mit leuchtenden Augen, aus denen Licht oder Energie zu strömen scheint. In den altbabylonischen Hymnen lese ich von Enki, dem Herrn der Weisheit, dessen Auge die Tiefe des Abzu erblickt. Für mich klingt das wie eine poetische Umschreibung für übermenschliche Wahrnehmung oder vielleicht sogar für eine Technologie, die wir bis heute nicht begreifen. Ich habe das Gefühl, dass mich etwas beobachtet seit Anbeginn der Menschheit. Ein Symbol, das älter ist als jede bekannte Zivilisation. Es verfolgt mich. Aus Steinen, Metallen und Manuskripten blickt es auf mich herab. Das allsehende Auge. Ich entdecke es in den Tempeln Mesopotamiens, auf den Pyramiden Ägyptens und sogar in den Kirchen Europas. Ein Motiv, das mich nicht mehr loslässt. Wer oder was verbirgt sich hinter dem Auge der Anunnaki? Für die Sumerer war das Auge weit mehr als ein Symbol. Es war ein Sinnbild göttlicher Präsenz, der Beweis, dass die Anunnaki ihre Schöpfung niemals unbeachtet ließen. Willkommen, verehrte Zuschauer, zu unserer heutigen Folge Das Auge der Anunnaki. Viel Spaß und bis gleich. Seit Anbeginn der Menschheit beobachtet uns etwas. Ein Symbol, das älter ist als jede bekannte Zivilisation, blickt aus Steinen, Metallen und Manuskripten auf uns herab. Das allsehende Auge. Von den Tempeln Mesopotamiens über die Pyramiden Ägyptens bis zu den Kirchen Europas zieht sich ein Motiv, das keine Epoche je vergessen hat. Für die Sumerer war das Auge weit mehr als ein Symbol. Es war das Sinnbild göttlicher Präsenz, der Beweis, dass die Anunnaki ihre Schöpfung niemals unbeobachtet ließen. Auf Tontafeln und Rollsiegeln finden wir Darstellungen von geflügelten Wesen mit strahlenden Augen, aus denen Licht oder Energie zu strömen scheint. In den altbabylonischen Hymnen wird Enki, der Herr der Weisheit, als der bezeichnet, dessen Auge die Tiefen des Abzu erblickt. Eine poetische Beschreibung, die Forscher heute mit einer Form von übermenschlicher Wahrnehmung oder gar Technologie in Verbindung bringen. Die Götter sahen, was Menschen nicht sehen konnten. Doch was bedeutete dieses Sehen wirklich? War es reine Metapher oder Ausdruck einer tatsächlichen Fähigkeit? Alte Texte deuten an, dass das Auge der Götter eine Art allumfassendes Bewusstsein symbolisierte, das über Leben, Tod und Ordnung wachte. Die sumerischen Priester nannten es den Utgal-Nun, das große Auge des Himmels. Es war ihr Medium zur Kommunikation mit den Dingir, den Sternengöttern. Als Jahrtausende später die Ägypter ihre Religion entwickelten, taucht das Motiv erneut auf, das Auge des Horus. Hier steht es für Schutz, Erkenntnis und kosmisches Gleichgewicht. Doch seine geometrische Präzision, die exakte Entsprechung zu Teilen des menschlichen Gehirns, fasziniert moderne Forscher. Zufall oder uraltes Wissen über Bewusstsein, das schon die Sumerer kannten. Einige Theorien der Präastronautik gehen weiter. Das Auge war kein Symbol, sondern ein Gerät, eine Form von Energie oder Überwachungstechnologie, mit der die Anunnaki ihre Schöpfung kontrollierten. In den Mythen heißt es, dass Enlil vom Himmel aus die Menschen beobachtete und ihre Handlungen bewertete. War dieses Sehen spirituell oder technologisch? Doch warum dieses universelle Motiv? Warum erscheint das Auge in fast jeder Kultur, unabhängig voneinander? Vielleicht, weil es sich um ein Erinnerungsmuster handelt, ein kollektives Gedächtnis an jene,
die uns einst lehrten, Ordnung zu schaffen, Gesetze zu formen und Wissen zu bewahren. Oder weil der Blick der Götter nie ganz verschwand. Später übernahmen babylonische, hebräische und christliche Schriften das Bild des göttlichen Auges, das alles sieht. Das Auge des Herrn, das Auge Jahwes, das Auge der Vorsehung. Überall derselbe Gedanke: Der Himmel beobachtet die Erde. Der Mensch steht unter Kontrolle. In den Reliefs der assyrischen Paläste sehen wir geflügelte Wesen mit mächtigen Augen, den Apkallu. Sie galten als Boten der Anunnaki, Wächter zwischen den Welten. Ihre Aufgabe war es, das Wissen der Himmel zu bewahren und zu überwachen. Der Mensch lebte im Schatten dieses Blicks. Ein Gedanke, der sich bis in die Moderne zieht. Der unsichtbare Beobachter. Das Auge über der Pyramide, das Symbol auf Banknoten und Siegeln. Doch im Ursprung war es kein Symbol der Unterdrückung, es war das Zeichen einer Verbindung. Der Mensch war geschaffen worden, um zu erkennen, nicht um blind zu folgen. Das Auge bedeutete Erleuchtung, Einsicht und Bewusstsein. Erst später wurde es zum Werkzeug der Macht, zum Emblem von Kontrolle, Kirche und Imperium. Und so beginnt die Spurensuche nach dem wahren Ursprung des Auges der Anunnaki, einem Motiv, das bis heute in unseren Institutionen weiterlebt. Wer sieht hier wen? Beobachten die Götter uns? Oder haben wir gelernt, ihr Auge nachzubauen? Manchmal begegnen uns Zeichen, die sich seltsam vertraut anfühlen. Sie tauchen auf, wenn wir es am wenigsten erwarten. Auf Straßenschildern, in Firmenlogos, auf Werbeplakaten oder sogar in der Architektur moderner Städte. Diese Symbole scheinen uns zu begleiten, als wären sie ein Teil unseres kollektiven Gedächtnisses, tief verwurzelt in unserer Wahrnehmung und unserem Alltag. Ein Kreis, ein Auge. Der Kreis, das universelle Zeichen für Einheit, Unendlichkeit und den ewigen Kreislauf des Lebens, begegnet uns überall, von Verkehrsschildern bis zu den Logos globaler Konzerne. Das Auge, Symbol für Bewusstsein, Schutz und Erkenntnis, blickt uns von Fassaden, Geldscheinen und digitalen Icons entgegen. Beide Motive sind so allgegenwärtig, dass wir sie kaum noch bewusst wahrnehmen, und doch tragen sie eine tiefe Bedeutung, die weit über das Sichtbare hinausgeht. Eine Schlange. Die Schlange, ein uraltes Symbol für Erneuerung, Heilung und Weisheit, windet sich durch die Geschichte der Menschheit. Sie steht für das zyklische Prinzip von Tod und Wiedergeburt, für Gefahr und Schutz zugleich. In modernen Logos von Apotheken, medizinischen Organisationen und sogar in der Mode taucht sie immer wieder auf. Ein Echo aus einer Zeit, in der die Schlange als heilig galt und als Mittlerin zwischen den Welten verehrt wurde. Ein geflügeltes Symbol. Flügel, Sinnbild für Freiheit, Transzendenz und göttliche Botschaft, schmücken nicht nur Flaggen und Wappen, sondern auch die Embleme von Fluggesellschaften, Automarken und Sportvereinen. Sie erinnern an mythische Wesen wie den Phönix, der aus der Asche steigt, oder an geflügelte Götter und Schutzgeister, die in alten Überlieferungen zwischen Himmel und Erde vermitteln. Wir sehen sie auf Firmenlogos, auf Flaggen, auf Gebäuden. Und oft denken wir nicht weiter darüber nach. Sie sind Teil unserer visuellen Landschaft, eingebettet in die Sprache der Werbung, der Politik und der Popkultur. Doch hinter jedem dieser Zeichen verbirgt sich eine Geschichte, eine Bedeutungsschicht, die weit zurückreicht, manchmal bis an die Anfänge der Zivilisation. Doch dieselben Formen tauchen auch in sehr alten Kulturen auf. Sie finden sich in den Ruinen vergessener Tempel, auf den Mauern uralter Städte und in den Artefakten, die Archäologen aus dem Staub der Jahrtausende bergen. Der Kreis, das Auge, die Schlange und die Flügel. Sie sind nicht nur moderne Erfindungen, sondern uralte Archetypen, die Generationen überdauert haben. In Stein gemeißelt. Das berühmte Auge des Horus, tief in die Wände ägyptischer Tempel graviert, galt als Schutzsymbol gegen das Böse und als Zeichen göttlicher Allgegenwart. Es wurde auf Amuletten getragen, auf Sarkophagen verewigt und in Ritualen beschworen. Die Präzision und Sorgfalt, mit der diese Symbole gestaltet wurden,
zeugen von ihrer enormen Bedeutung für die Menschen jener Zeit. In Ton gebrannt. Auf mesopotamischen Tontafeln finden wir Zeichen, die nicht nur Worte, sondern auch Ideen und Konzepte verschlüsseln. Die Keilschrift, eine der ältesten bekannten Schriftsysteme, nutzte Symbole, um Geschichten von Göttern, Königen und kosmischen Ereignissen festzuhalten. Diese Zeichen waren mehr als nur Buchstaben. Sie waren Träger von Wissen, das über Generationen weitergegeben wurde. In Gold geprägt. Goldene Amulette, Münzen und Plaketten aus antiken Gräbern zeigen kunstvoll geprägte Symbole. Schlangen, Kreise, geflügelte Scheiben. Sie dienten als Schutz, als Statussymbol und als Verbindung zu einer höheren Macht. Die Wahl des Materials, Gold, das als unvergänglich galt, unterstreicht die Bedeutung dieser Zeichen für die Menschen der Vorzeit. Die Frage ist nicht, ob diese Zeichen ähnlich aussehen. Viel spannender ist die Frage, wie es kommt, dass sie unabhängig voneinander in verschiedenen Kulturen und Epochen auftauchen, als hätten sie eine eigene, universelle Sprache. Die Frage ist, warum sie sich über Jahrtausende halten. Nahezu jede alte Kultur kennt eine große Flut. Nicht als Randnotiz, sondern als Wendepunkt. In den Mythen der Sumerer, Babylonier, Ägypter, Griechen, Inder, Chinesen und vieler indigener Völker taucht die Geschichte einer alles verändernden Flut auf. Als kosmische Katastrophe, die eine alte Welt zerstört und eine neue hervorbringt. Diese Erzählungen sind nicht nur Legenden, sondern tief verwurzelte Erinnerungen an einen Bruch in der Geschichte der Menschheit. Eine Zeit davor und eine Zeit danach. Die Flut trennt nicht nur Land von Wasser, sondern auch Wissen von Vergessen. Sie markiert das Ende einer Epoche und den Beginn einer neuen Ordnung, in der vieles verloren geht, aber auch Neues entsteht. Die Flut trennt Welten. Sie reißt Städte, Tempel und Bibliotheken mit sich, löscht Erinnerungen aus und hinterlässt nur Fragmente, Bruchstücke von Wissen, Symbole, die wie Flaschenpost aus einer versunkenen Zeit an unsere Ufer gespült werden. Sie löscht Wissen. Und sie hinterlässt Fragmente. Was bleibt, sind rätselhafte Zeichen, die von einer verlorenen Ordnung erzählen. Hinweise auf eine Welt, die wir nur noch erahnen können. Diese Fragmente sind wie Puzzleteile, die darauf warten, zusammengesetzt zu werden, um das Bild einer vergangenen Zivilisation zu enthüllen. Wenn wir von einer Welt vor der Sintflut sprechen, sprechen wir nicht von einer konkreten Zivilisation, sondern von einer Vorstellung, dass es vor unserer bekannten Geschichte eine andere Ordnung gab. Eine Ordnung, in der Wissen auf andere Weise bewahrt und weitergegeben wurde. Nicht nur durch Worte, sondern durch Symbole, Rituale und geheime Zeichen, die nur Eingeweihten verständlich waren. Eine andere Struktur. Eine andere Art, Wissen zu bewahren. Vielleicht existierten Bibliotheken aus Stein, Archive aus Symbolen, in denen das Wissen der Menschheit nicht linear, sondern in Bildern und Zeichen gespeichert wurde. Diese Form der Überlieferung war widerstandsfähiger gegen den Zahn der Zeit, aber auch schwerer zu entschlüsseln für jene, die den Schlüssel zur Symbolsprache verloren hatten. Wissen ist zerbrechlich. Sprache verändert sich. Bedeutungen verschieben sich. Worte verschwinden. Dialekte sterben aus. Doch Symbole bleiben oft erhalten, selbst wenn ihre ursprüngliche Bedeutung im Nebel der Geschichte verblasst. Sie sind wie Fossilien des Geistes, Spuren einer vergangenen Denkweise, die uns noch heute beeinflusst. Schriften verschwinden. Kulturen gehen unter. Doch Symbole überleben. Der Kreis, der auf uralten Steinen eingeritzt wurde, taucht Jahrtausende später in modernen Designs wieder auf. Das Auge, das einst als göttliches Zeichen galt, wird zum Logo einer Bank. Die Schlange, die in Mythen als Hüterin des Wissens verehrt wurde, ziert heute medizinische Embleme. Symbole sind Brücken zwischen den Zeiten. Sie verbinden das Gestern mit dem Heute. Ein Symbol ist universeller als Worte. Es braucht keine Übersetzung, es wirkt direkt. Ein Kreis bleibt ein Kreis, egal ob in China, Ägypten oder Südamerika. Ein Auge wird überall als Auge erkannt, unabhängig von Sprache oder Kultur. Symbole sprechen eine Sprache, die jeder versteht, intuitiv,
unmittelbar, jenseits von Grammatik und Syntax. Vielleicht war das der Grund, warum frühe Hochkulturen Wissen nicht nur aufschrieben, sondern kodierten. In Zeichen, in Bildern. Sie entwickelten komplexe Symbolsysteme, um geheimes Wissen zu bewahren, religiöse Wahrheiten zu vermitteln oder Macht zu demonstrieren. Diese Systeme waren oft verschlüsselt, nur für Eingeweihte verständlich, und wurden von Generation zu Generation weitergegeben, ein unsichtbares Band, das die Vergangenheit mit der Zukunft verband. In Emblemen. Lange bevor es moderne Firmen gab, existierten Kennzeichen. Sie dienten als Ausweis von Zugehörigkeit, als Zeichen von Macht und als Träger von Geschichten, die nicht in Worte gefasst werden konnten. Die vergessene Sprache der Symbole ist ein Schlüssel zu einer Welt, die uns fremd erscheint und doch tief in uns weiterlebt. Verborgen in den Zeichen, die wir täglich sehen, ohne sie wirklich zu verstehen. Und so endet meine Reise durch das Auge der Anunnaki. Von den Tempeln Mesopotamiens über den Vatikan, die Pyramiden, das Dollarzeichen, Firmenlogos und moderne digitale Netzwerke bis hin zu unserem Bewusstsein. Ich habe dabei gesehen, wie Symbole, Macht und Wissen über lange Zeiträume miteinander verbunden sein können. Für mich ist das Auge mehr als nur ein Zeichen. Es steht für Verbindungen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und vielleicht auch der Zukunft. Wenn du bis hierhin dabei warst, hast du wahrscheinlich selbst einige Parallelen erkannt. Mir ging es auf jeden Fall so, dass ich danach vieles anders wahrgenommen habe. Vielleicht fallen dir solche Muster jetzt auch öfters auf. Ich glaube, viele dieser Dinge wirken zuerst wie Zufall. Aber je mehr man hinschaut, desto mehr Fragen entstehen. Und genau das macht es spannend. Wenn dich solche Themen interessieren, dann bleib gern dabei. Teil das Video, wenn du jemanden kennst, der sich auch dafür interessiert. Und lass ein Like da, wenn dich diese Verbindung genauso faszinieren wie mich. Ich bleibe neugierig, hinterfrage weiter und versuche Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Und vielleicht schaust du beim nächsten Mal auch wieder etwas genauer hin. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Reise mit mir zu verfolgen. Bis zum nächsten Video.